Markus Tremmel, ich bin Techniker bei der Firma Piaqua. Wir sind heute wieder live in der IQ-Stage. Heute geht es um unsere Salzanlage zu meiner rechten Seite, genau um die Smart Premium Touch Modbus. Diese ist perfekt für unser iConnect-System, das im Modbus RTU-fähig ist. Warum braucht man eine Salzanlage? Die Salzanlage ist für die Desinfektion im Pool zuständig. Und durch Salzelektrolyse wird aus dem Salz Chlorgas gespalten. Wir sind jetzt wieder in der Luxon-App, haben hier unsere Salzanlage. Ganz links oben haben wir unsere Freigabe. Wir haben die Freigabe bei Filtern und Zirkulieren, da die Zelle durchspült wird mit Wasser. Wir haben aber auch einen Service-Modus, falls wir die Sonden kalibrieren müssen. Hier gleich rechts daneben haben wir die Betriebsart. Es gibt den Automatikmodus und den manuellen Modus. Im Automatikmodus wird der Redoxwert hergenommen für die Produktion. Darum darf dieser nur mit einer Redox-Sonde in Kombination verwendet werden. Beim manuellen Modus wird der Sollwert hergenommen. Produktion Sollwert ist hier der aktuelle Sollwert eingestellt. Hier haben wir den Produktion Ist-Wert. Momentan wird nichts produziert, darum ist dieser auf 0. Darunter haben wir den Reinigungszyklus, den wir auf 4 Stunden eingestellt lassen. Hier die gewählten Einstellungen im Überblick. Darunter haben wir den Status der Steuerung. Hier ist die Infofilterpumpe ein, daneben die Betriebsstunden der Zelle. Hier haben wir den Produktionssollwert mit 100% eingestellt. Daneben haben wir den Produktionssollwert mit Abdeckung, den haben wir hier auf 20% eingestellt. Hier haben wir den ORP-Ist-Wert, der ist momentan auf 0, der Sollwert ist auf 800. Hier haben wir den pH-Ist-Wert von 7,0, der pH-Sollwert ist bei 7,4. Hier darunter haben wir die Salzkonzentration mit 5,0 Gramm am Liter und daneben die Wassertemperatur. Ich schraube jetzt für euch das Gerät auf, dazu entferne ich den Blendrahmen und löse die 4 Kreuzschrauben im Rahmen. Wichtig ist, bevor man elektrische Arbeiten ausführt, dass man es spannungsfrei macht bzw. die 5 Sicherheitsregeln beachtet. Wir haben hier ganz links unsere Erdungsklemme, gleich daneben haben wir unsere Spannungsversorgung. Bei den Anschlüssen BH1 und BH2 haben wir unsere BH-Pumpe angeschlossen. Hier beim Kontakt 5 und 6 haben wir unseren Durchflusssensor angeschlossen. Daneben haben wir unseren Salzgehaltssensor angeschlossen mit Temperatur. Hier haben wir die Klemme für unsere Elektrolysezelle. Dieser weiße Draht von unserem Kabel von der Elektrolysezelle wird nur angeschlossen, wenn wir keinen Durchflusssensor verbaut haben. Wenn wir einen Durchflusssensor verbaut haben, darf dieser nicht angeschlossen werden. Die obere Klemme ist unsere Modbus RTU-Schnittstelle. Von oben nach unten ist A, B und Ground. Ich zeige euch jetzt die einmaligen Einstellungen bei der ersten Inbetriebnahme, um das Gerät in das iConnect-System einzubinden. Hierzu gehen wir in die Einstellungen. Hier können wir die Sprache auswählen. In dem Fall ist Deutsch eingestellt. Wenn wir einen Durchflusssensor verbaut haben, müssen wir diesen auf On schalten, sonst auf Aus. Hier können wir die Uhrzeit einstellen. Darunter haben wir gleich die Reinigung der Zelle. Alle 4 Stunden wird sie umgepult. Bei einem sehr kalkhaltigen Wasser kann man dieses herunterstellen. Wenn man eine elektrische Abdeckung hat und diese am Gerät anschließt, muss man es auf On stellen. Hier haben wir den Nachtalarm, diesen können wir auf Aus, auf Ein oder auf 20 bis 8 Uhr einstellen. Hier haben wir den pH-Mode. Bei einem pH-Set muss man hier entweder Säure oder Lauge einstellen. Meistens wird Säure eingestellt. Der pH-Alarm ist auch zu aktivieren, wenn man ein pH-Set hat. Hier können wir unsere Modbus-Einstellungen einstellen. Hier haben wir unsere Bautrate, unsere Parallelität und die Stoppbits. Wir empfehlen bei der Installation die Salzanlage anhand der Beckengröße zu dimensionieren. Weiters ist es wichtig, die Elektrolysezelle aufrecht zu installieren
und in einen Bypass zu setzen. Nur eine kurze Info zum Gerät selber. Man kann ein pH-Set nachrüsten, ein Redox-Set nachrüsten, man kann einen Salzgehaltssensor nachrüsten und einen Durchflusssensor. Wenn ihr noch mehr zum iConnect-System wissen wollt, schaut euch gerne unsere Videos an oder informiert euch auf iConnect.net oder shop.berghoff.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.